Hallo und willkommen zurück an meiner Werkbank und zum dritten Video der Echolette E51 Projektreihe. Ich habe die letzten 14 Tage etwas genutzt, um mir weitere Gedanken über den Fortgang des Projektes zu machen, speziell darüber, wie ich mit der Elektronik weiter verfahren möchte. Ich denke, ich habe ein paar meiner bisherigen Einlassungen dazu über den Haufen geworfen und werde das nun etwas anders angehen, aber das werdet ihr in diesem Video auch feststellen. In diesem Video geht es einzig und allein um die Schaltung und die Elektronik. Es ist etwas länger geworden, als ich das ursprünglich geplant hatte, aber ich denke, alles, was ich sage, hat eine gewisse Relevanz für das Thema. Wir werden uns vor allen Dingen etwas mehr mit der E51 vertraut machen. Ich werde euch zeigen, was ist wo auf dem Schaltplan und wo finde ich das im Gerät, denn das ist ja nicht immer deckungsgleich. So, wir werfen jetzt doch mal einen Blick auf einen Schaltplan. Und zwar ist das, wie ihr unten rechts seht, der Schaltplan der Echolette NG51. Aus einem Grund, weil ich für das Gerät schon mal etwas gemacht habe, was man hier in bunten Farben sieht. Denn ein Schaltplan ist ja sozusagen ein 2D-Puzzle und ein Gerät ist ein 3D-Puzzle und deswegen kommt es normalerweise eigentlich immer vor, dass Dinge, die auf dem Schaltplan nebeneinander eingezeichnet sind, nicht unbedingt auch im Gerät nebeneinander sind. Und ich habe jetzt hier mal bei dem Vorgängergerät alles in Farben eingezeichnet, was sich auf einer Platine befindet. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich aber ganz kurz noch etwas dazu sagen. Die Unterschiede Echolette NG51 und zwar die zweite Variante mit den Klinkeneingangsbuchsen. Wo sind denn da eigentlich die Unterschiede zur E51? Und das ist relativ schnell gesagt. Wir haben bei der E51 für den Eingang 3 nun eine Lautstärkeregelung. Das ist der erste Unterschied. Und wir haben bei der E51 vor dem magischen Band einen Trimmer, um die Bänder ein bisschen fein zu tunen. Das schauen wir uns vielleicht mal in einem späteren Video genauer an. Denn man hat natürlich Möglichkeiten, hier die Geräte auch einzumessen. Man gibt ein Signal in einer gewissen Stärke am Eingang rein und muss dann hier hinter dem Aufnahmeverstärker einen gewissen Pegel haben. Und wenn der erreicht ist, dann stellt man praktisch die magischen Bänder so ein, dass sie sich gerade berühren. Und um das überhaupt zu ermöglichen, gibt es bei dem Gerät, bei der E51, an dieser Stelle einen Trimmer. Den habe ich auch schon in manchen NG51 gesehen. Also zweite Serie, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das jemand nachträglich reingebaut hat oder ob die vielleicht zum Schluss selbst schon angefangen haben, das einzubauen, weil es ja irgendwo auch Sinn macht. Das nur als Hinweis. Ja, die nächsten beiden Änderungen zwischen NG51 und E51, die befinden sich bei der Stromversorgung, bei der Spannungsversorgung. Und zwar, wie wir beim letzten Mal ja schon gesehen haben, der Motor, der hat ein ganzes Set von Kondensatoren und Widerständen geschenkt bekommen, die auf einer eigenen Platine sind. Das können wir uns nachher auch noch mal kurz anschauen zur Erinnerung. Und was auch ganz wichtig ist, ist ein anderer Trafo, denn die 42 Volt Motorversorgungsspannung, die kommen jetzt nicht mehr von der Primärseite, sondern die bekommen bei der E51 tatsächlich über eine eigene Wicklung, 42 Volt, auf der Sekundärseite. Ja. Das sind jetzt mal kurz zusammengefasst die wesentlichen Änderungen zwischen NG51S zweite Serie und E51. Und wie gesagt, weil diese Änderungen nicht sonderlich groß sind, kann ich hier das, was ich schon mal für die NG51 vorbereitet habe, auch jetzt nehmen, um noch ein paar Sachen besser zu lokalisieren und einzuordnen. Ja, ich möchte auch meinen eigenen Videos nicht vorauseilen und nicht zu meinen eigenen Videos in Konkurrenz stehen. Wie ihr wisst, ich habe ja noch diese laufende Serie zur NG51S und mit diesem Gerät werden wir uns in dieser Serie beschäftigen und hier wollen wir es ansonsten außerhalb von diesem Schaltplan uns doch auf die E51 beschränken. Ja, das Stichwort 3D-Puzzle ist schon gefallen. Schauen wir uns doch mal so ein paar Dinge an.
wo die eigentlich im Gerät angeordnet sind. Und zwar haben wir hier einmal die Eingangssektion, das ist das, was ich jetzt hier blau beschriftet habe. Das ist praktisch das Zeug, was in diesem kleinen Stahlkästchen drin ist an den Eingängen. Also alles, bevor es direkt auf die Röhre Nummer 1 geht. Das sind die beiden Trioden der Röhre. Ja, und das ist alles in einem kleinen Metallkästchen drin. Ja, und dann haben wir hier den Eingangsverstärker mit der Tonregelung. Das ist die Platine 178, so ist die beschriftet. Und diese Potentiometer-Tonregelung und auch Lautstärkeregelung, das sind die vorne zum Chassis rausschauen. Ja. Danach haben wir hier, ich möchte das mal nennen, ein Summennetzwerk oder wo die verschiedenen Eingänge aufeinandertreffen. Das ist witzigerweise direkt auf derselben Platine wie der Wiedergabeverstärker. Das ist die zweite Querplatine, nenne ich das mal so in dem Gerät. Das heißt, hier schon mal das Beispiel, wir haben da praktisch zwei völlig unterschiedliche Ecken in der Schaltung, aber die sind tatsächlich auf derselben Platine. Sieht man hier oben auch, dort stehen die Beschriftungen, aber im Originalschaltplan ist natürlich keine Grenze eingezeichnet, was auf den Platinen ist. Hier hatten wir 178, da haben wir 177. Ja, ich habe mir hier auch eingezeichnet in den Plänen, was auf der Rückseite der Platine ist, weil das gibt es natürlich auch. Die Platinen sind belegt mit Komponenten und dann ist manchmal auf der Rückseite noch was angelötet. Und diese Sachen habe ich hier mit einem R beschriftet, damit man sich da einfach schnell zurechtfindet. Ja, ich denke, ich werde diesen Plan irgendwann auch mal digitalisieren und zum Download zur Verfügung stellen, weil das sehr hilfreich ist. Auch wenn ihr mal irgendein anderes Gerät repariert, das ist immer hilfreich, sich sowas einzuzeichnen, wenn man der Meinung ist, dass man das öfters mal machen muss. Denn dann findet man sich immer relativ schnell zurecht. Ja, dann kommen wir zur großen Platine. Das ist die Platine 179. Da sind all diese Dinge drauf, die hier grün eingezeichnet sind. Da sieht man auch, das geht wieder querbeet, Aufnahmeverstärker, die zweite Stufe des Wiedergabeverstärkers sozusagen. Das ist alles auf einer großen Platine und dann wird es natürlich kleinteilig. Wir haben die Oszillatorplatine. Das ist ja die hinten auf diese 179er mit draufgeschraubt ist. Und auch da sieht man, da ist nicht nur der Oszillator dabei, also sogar das Wichtigste am Oszillator, der Multivibrator und der LC-Schwingkreis, die sind sogar auf der 179er Platine. Das hier ist die Spule und da sind noch ein paar Widerstände und Kondensatoren aus der ganzen Schaltung mit dran gelötet, die aber alle auf dieser Oszillatorplatine drauf sitzen. Ja, diese Dinge, die hier so rötlich mit einem Strich durch sind, das sind die bei der NG51 an der Seitenwand waren. Also wir haben hier die Drehkondensatoren und einen kleinen Trimmer und noch einen Längswiderstand. Die waren bei der NG51 an einer der Seitenwände und die sind hier auf dieser separaten Platine zusammen mit dem RC-Netzwerk für die Motorkompensation sind die jetzt auf einer eigenen Platine, die direkt über dem Motor ist, ausgelagert. Ja, und der Rest, das sind so Kleinigkeiten. Wir haben hier die kleinen Potis vorne. Wir haben die großen Potis, die vorne sind, überall verstreut. Jetzt muss ich mal gucken, genau, das sind die hier unten, Tonblende, Nachhalldauer und Nachhallstärke. Aber im Wesentlichen war es das also. Das heißt, wir haben auch bei der E51 eine große Platine, zwei kleine Platinen plus, also drei kleine Platinen, die für die Sachen, die früher entweder nicht da waren oder an der Seitenwand waren. Also wir haben 4 Platinen und dazwischen laufen Kabelbäume lang. Und ich hatte mir ja in den Kopf gesetzt, dass ich das schönste Chassis, was ich habe,
mit der Elektronik neu aufbaue. Und ich weiß nicht, ob ich diese Idee von Anfang an hatte, aber ich bin jetzt vor ein paar Tagen drauf gekommen und habe mir überlegt, naja, das ist ja vielleicht jetzt nicht so toll, jedes Kabel an den alten Platinen abzulöten. Das waren noch nicht Platinen, wie es die heute gibt. Weiß nicht, Hartpapier ist das, glaube ich, oder wie man das auch immer nennen will. Und wenn man da zu lange dran rumlötet, dann gehen die auch alleine von der Hitze kaputt. Und deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich doch mal, ob ich es schaffe, den kompletten Kabelbaum an einem Stück rauszubekommen, sodass eigentlich alles aneinander bleibt. Und dann kann ich das aufbereiten, sauber machen, Teile auslöten, die getauscht werden müssen. Und das dann in das schöne Chassis wieder einbauen. Ja, und ob ich das geschafft habe, wartet mal kurz ab. Ja, ich habe es schon geschafft, wie ihr hier im Bild seht. Allerdings, das ist noch nicht der gute Kabelbaum, den ich verwenden will, sondern der ist tatsächlich noch aus einem Teilespender. Und ihr seht das ja hier, also die haben ja früher wirklich Kabelbäume gebunden. Alleine auf der großen Platine, der 179er, da sind, glaube ich, fast 20 einzelne Drähtchen angelötet. Und das will man nicht wirklich alles ablöten. Also das wäre wirklich ein fürchterlicher Aufwand. Und da wäre natürlich auch die Gefahr riesig, dass man da sich irgendwo vertut und dann irgendwas entweder nicht funktioniert oder tatsächlich noch kaputt geht. Ja, und um das mal zu üben, wie gesagt, habe ich jetzt noch einen von meinen Teilespendern da mal gezielt auseinandergenommen. Und ja, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was wir da haben. Also wir haben hier, jetzt lesen wir das mal ganz kurz. So, genau, das hier hinten ist die 177er Platine, also Wiedergabeverstärker und praktisch der Knotenpunkt für die ganzen Eingangssignale, die hier irgendwo vor dem Aufnahmeverstärker ankommen. Und die kleine Platine, das ist die 178er. Und man sieht das 3D-Puzzle auch schon hier. Das heißt, die Tonregelung, die Klangregelung und die Lautstärkeregelung sitzen ja eigentlich auf dieser kleineren Platine, der 178er. Aber aus Platzgründen sind die beiden Potis noch auf der anderen Platine drauf. Und da ist auch einiges an Kabellage dazwischen. Ja, gut, also das ist die große Platine, das ergibt sich von selbst. Und die Motorplatine bzw. die Platine mit den Längswiderständen und Trimmern und Drehkos vor den Aufnahmeköpfen, die zeige ich euch jetzt nachher nochmal. Die habe ich jetzt mal ordentlich weggelegt. Ja, was können wir hier jetzt noch sehen? Wir haben hier einmal den Eingang 3 mit seiner Lautstärkeregelung, die es ja im Vorgängermodell noch nicht gab. Wir haben hier einen Teil der Potentiometer vorne, und zwar die, wo die Kabel aus dem Kabelbaum direkt angelötet sind. Bei den anderen gehen andere Sachen drauf und deswegen waren die auch nie an dem Kabelbaum befestigt und deswegen sind die jetzt hier nicht da. Ja, was haben wir noch? Jetzt muss ich selbst mal schauen. Wir haben hier die 42 Volt zur Motorplatine. Hier der Kabelbaumstrang zur Trafo-Sekundärseite. Achso, ich habe euch ja gar nicht erklärt, was diese ganzen Zettelchen sind. Also ich mache das grundsätzlich immer so, wenn ich irgendeine gewisse Menge von Kabeln ablöten muss, wo ich Gefahr laufe, hinterher nicht mehr zu wissen, was das genau ist. Da habe ich diese Ringetiketten und die kann man wunderbar beschriften und da habe ich tatsächlich jedes einzelne Kabel beschriftet. Und weil man da natürlich nicht so viel drauf bekommt, existiert nebenher da auch noch ein Büchlein, wo diese ganzen Abkürzungen, die ich nehme, TS1, TS2 und so weiter bis TS6, die habe ich in dem Büchlein auch markiert, Trafo-Sekundärseite, und da habe ich die Sachen so beschriftet, dass ich das logisch auch wieder erkenne, was ist. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Man hat das auch hier bei der Platine 177.
da habe ich auch alles einzeln beschriftet und hier in der Zeichnung eingezeichnet, damit ich einfach weiß, was ist und was ich später auch wieder irgendwo anzulöten habe. Weil es ist vollkommen klar, bei der Anzahl von Kabeln, wenn man sich das nicht ganz genau markiert, dann ist der Drops gelutscht. Also das kriegt man nie wieder hin, oder aber man muss sich da wirklich extrem reinfuchsen. Auch hier an den Potis habe ich mir alles ganz genau aufgeschrieben, was hier jeweils an den Ringetiketten dran steht. Und ja, wenn nichts schief geht, sollte ich da also wissen, was ich später wieder irgendwo anzulöten habe. Ja, wir haben jetzt hier einen kompletten Strang, der zum Ausgang geht, also zu den Ausgangsbuchsen. Was haben wir noch für spannende Dinge? Hier sind die Beschriftungen vom Brückengleichrichter plus, minus und Wechselspannung A und Wechselspannung B. Da haben wir die Kontaktierung zur Oszillatorplatine. Macht natürlich auch nur Sinn, wenn man ins Büchlein reinguckt, was man sich aufgeschrieben hat. Wir haben hier drüben bei den Platinen, da geht es auch an die Röhren, da habe ich immer hingeschrieben Röhre 1, Pin 1. Was haben wir da? Röhre 3, Pin 7 und so weiter und so fort. Und hier drüben auch noch Teil des großen Kabelbaums, da ist Röhrenheizung. Röhre 1, Pin 9 und Röhre 1, Pin 4. Ja, und da ist dann halt der Pin 4 und Pin 5 mit einer kleinen Kabelbrücke am Röhrensockel verbunden. Ja, und Röhre, da sind wir jetzt direkt noch bei einem wichtigen Punkt. Es wäre natürlich am coolsten gewesen, wenn ich die Röhrensockel nicht von Kabeln hätte befreien müssen. Weil man sieht das auch hier, jetzt muss ich schauen. Ja, da sind hier, das sind jetzt mal 3 Käbelchen, die zu der EM84-Röhre gehen. Und hier, wie gesagt, die Kontaktierung für die anderen Röhren. Also das ist tatsächlich so, man kriegt diese Röhrensockel, kann man nicht dran lassen, weil diese Kabel, die zu den Röhren gehen, die gehen entweder durch Tüllen, also bei der EM84, die geht durch eine Kabeldurchführung nach draußen, die sitzt ja oben auf dem Gehäuse. Und das kriegt man nicht los. Und bevor ich das jetzt wieder an der Platine ablöte, habe ich es lieber an dem Röhrensockel abgelötet, weil ich glaube, das ist besser. Da muss ich die Platine hier nicht anrühren. Und ja, so ein Röhrensockel, da kriegt man die Käbelchen auf jeden Fall wieder dran. Und das gleiche hier bei den Geräten ist es ja so. Moment, ich kann das auch mal ins Bild heben. Genau. Ihr seht das hier jetzt noch. Ihr seht das hier jetzt noch am Bildrand. Also diese Röhrensockel, die gehen, wenn nichts mehr dran ist, kann man die nach oben wegheben. Aber nach innen, wo die Kabel sind, da kriegt man die nicht durch, weil man kann auch diesen Metallring hier nicht vollkommen zerstörungsfrei abmachen. Und deswegen blieb mir da auch nichts anderes übrig, als ja, die Kabel alle abzulöten. Also das betroffen ist davon ja die Röhre 1 und Röhre 3 und die EM84 für das magische Band. Ja, den Rest konnte man jetzt aber nun in einem Stück lassen. Und ja, also der Versuch mit diesem Teilespender, ich finde, der hat ganz gut funktioniert. Wobei ich natürlich schon grundsätzlich Bauchschmerzen habe, an diesem ganzen Kabelgeflecht viel zu bewegen. Weil das sind halt 50 Jahre alte Kabel und Drähte und die werden natürlich nicht besser davon, wenn man die ständig hin und her bewegt. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob dieses Experiment E51 funktionieren wird, aber dafür ist dieser Kanal ja auch da. Wir probieren es einfach mal aus und wir kriegen es schon irgendwie wieder auf die Kette, wenn es auch nicht auf Anhieb funktioniert, aber wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema, nämlich das Thema unseres eigentlichen Teilespenders, den ich für dieses Projekt verwenden will. Da wollen wir uns doch erstmal anschauen, was wir da für Komponenten haben und schon mal eine Erstabschätzung machen, was okay ist und was kaputt ist, damit wir uns schon mal einen kleinen Plan machen können, was denn alles zu tun ist, nachdem wir diesen Kabelbaum mit den ganzen Platinen aus unserem echten Teilespender rausgeholt haben.
Für diejenigen, die jetzt in diesem Video das erste Mal einschalten und jetzt ein Fragezeichen vor Augen haben, warum will der denn da die ganzen Platinen rausbauen und den Kabelbaum und das in ein anderes Chassis einpflanzen? Denn das ist doch in einem Chassis und es ist ja auch komplett anscheinend die Elektronik, das kann man doch an Ort und Stelle alles wieder auf Vordermann bringen. Ja, könnte man vielleicht. Aber das Problem bei diesen Geräten wie dem hier ist, die sind jahrzehntelang irgendwo rumgestanden, auf dem Speicher oder im Keller. Das Gerät habe ich ohne Holzkasten gekauft, das heißt, das hat auch einfach ohne Schutz irgendwo rumgestanden. Das heißt, da ist der Staub rein, da ist die Feuchtigkeit rein und man sieht es auch, hier ist überall Rost drauf, hier sind überall Rostpickel. Nicht nur an dem Gehäuseteil, sondern auch am Trafo, an jeder Ein- oder Ausgangsbuchse, die irgendwie aus Metall ist irgendwie eine Schicht aus Rost und Staub drauf. Und bei den Platinen sieht es auch nicht besser aus. Die sind auch mit einer Staubschicht überzogen, wo es alleine schon Probleme macht, da was anzulöten. Also wer schon mal versucht hat, auf so alten Lötpunkten, die einfach oxidiert sind und wo einfach eine Staub- und was weiß ich Schicht drauf sitzt, da kriegt man kein Lötzinn dran und da kriegt man auch keine Hitze vom Lötkolben rein. Das heißt, man muss das einfach alles so weit wie es geht sauber machen, wenn man da was machen will. Und selbst wenn ich das jetzt hier drin lasse, ich komme ja überhaupt nicht überall dran. Das heißt, ich müsste es ja so oder so teilzerlegen. Und das war der Grund, warum ich bei diesem Projekt, wie gesagt habe, ich mache erstmal ein schönes Chassis und dann hole ich die Elektronik aus einem nicht so schönen Chassis raus und mache die hübsch und baue die in das schöne Chassis ein. Ja, das ist eben einfach so, wie ich es machen wollte. Und das nochmal für die, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, die Gründe des Ganzen. Ja, und wir wollen uns jetzt, bevor wir hier irgendwas ausbauen aus dem guten Teileträger, wollen wir uns natürlich schon mal Gedanken machen, wenn das denn ausgebaut ist, was haben wir denn dann alles für Themen? Ja, das ist nie verkehrt, sich schon mal ein paar Tage in die Zukunft zu denken, weil man braucht ja vielleicht auch Ersatzteile und die sind auch nicht von heute auf morgen da. Und deswegen mache ich das jetzt schon und mache mir schon mal eine Gedankenliste, was alles zu tun ist. Ja, also das drängendste Thema bei Bandechos ist ja immer, sind die Tonköpfe noch in Ordnung? Also Aufnahme 1, 2, 3 und die beiden Wiedergabeköpfe. Nicht unbedingt so der Löschkopf, also die sind immer relativ unverdächtig, sondern die 5 hier. Sind die noch in Ordnung? Ja, und das ist die Frage, wie testen wir das? Da lege ich das Mikrofon mal ganz kurz aus der Hand und baue das Ganze mal um und hole mir einen Multimeter. Ja, okay, also ich denke, ihr könnt das sehen. Ich habe ein einfaches Multimeter. Ich habe es eingestellt auf die Messung von Widerständen, Messbereich bis 2 Kiloohm oder 2000 Ohm. Und wir machen jetzt eine ganz einfache Messung des Gleichstromwiderstandes bei den Köpfen. Denn wenn die kaputt sind, dann zeigt sich der Fehler grundsätzlich immer so, dass die keinen Durchgang mehr haben. Und dann ist eben der Widerstand unendlich. Oder er ist zumindest extrem höher als das, was er bei einem guten Kopf sein sollte. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wo man da genau schauen muss und was man da vor allen Dingen bei diesem Gerät messen müsste. Also wir suchen uns mal einen guten Massepunkt. Da können wir direkt hier an den gehen. Der sieht auch schön glänzend aus, das heißt, der ist gut, weil auch wieder Schmutz, muss man bedenken. Viele von den Lötpunkten, die haben einfach, die sind wie eben gesagt, schmutzig und da kriegt man auch sowieso keinen guten Kontakt hin. Also da muss man immer ein bisschen schauen. Wenn man dann nicht auf Anhieb irgendwas misst, dann heißt das nicht, dass es kaputt ist, sondern da muss man eventuell auch mal über den Lötpunkt drüber kratzen. So, wir messen mal den Aussprechkopf 1. 1,2 Kiloohm. Der Kopf 2, der Aussprechkopf 2. Ja, das passt auch. Und der dritte. Das passt auch. Also, die 3 Aufsprechköpfe, die sind alle in Ordnung. Wie gesagt, wir machen diese Messung des DC-Widerstandes nur, um zu schauen, dass die Wicklungen noch in Ordnung sind.
Der DC-Widerstand, das ist ja bei allem Möglichen so, auch bei Tonabnehmern oder eben auch bei Tonköpfen, der ist eigentlich nicht wirklich erheblich. Vielmehr interessiert uns die Induktivität, aber für den Test kann man diese Messung machen, einfach um zu sehen, ist er komplett oder ist da ein Fehler drin. Okay, also jetzt müssen wir uns noch die zwei Wiedergabeköpfe angucken. Das ist ein bisschen schwieriger. Die gehen auf diese Platine hier. Und ich nehme mir wieder meine gute Masse. Und dann müssen wir mal schauen. Man sieht da, wo die Kabel... Man sieht es da... Na? Also ich musste das Multimeter jetzt mal reorganisieren. Das ist mir abgestürzt. Also wir sehen hier an der Platine, wo die Kabel durch das Gehäuse durchkommen von den Wiedergabeköpfen, und können da mal uns den ersten anschauen. Ja, auch 1,3 Kiloohm, das passt. Und der zweite, wo kommt der an? Hier. Ja, der ist auch in Ordnung. Okay. Gut, also dann haben wir hier ein insofern doch seltenes Gerät, das tatsächlich alle Tonköpfe intakt hat. Das ist schon mal richtig schön und ein richtig gutes Zeichen. Und da haben wir schon ein Problem weniger. Als nächstes möchte ich gerne ein paar Überlegungen anstellen, was bei der anstehenden Revision der Elektronik für Themen auf mich zukommen werden. Es bietet sich ja an, schon mal ein paar Schritte vorauszudenken, weil ja vermutlich einige Ersatzteile zu bestellen sein werden, und das dauert ja auch immer ein paar Tage. Ja, und zweitens ist es auch eine wunderbare Gelegenheit, dass wir uns jetzt etwas vertrauter mit dem Innenleben der E51 machen. Ja, diese folgenden Überlegungen, die entbinden mich natürlich aber nicht von der Notwendigkeit, später ganz genau zu schauen und zu prüfen, was tatsächlich an der Elektronik kaputt ist oder was nicht mehr den notwendigen Parametern entspricht. Also ich entscheide nicht jetzt, was zu tauschen ist, und damit ist die Sache erledigt. Aber es gibt grundsätzlich ja immer die üblichen Verdächtigen, die man eigentlich immer auf dem Schirm haben kann. Ja, und zu den üblichen Verdächtigen zählen bei Röhrengeräten natürlich immer die Koppelkondensatoren. Zur Erinnerung, diese Kondensatoren koppeln die einzelnen Röhren oder Verstärkerstufen miteinander. Sie lassen unsere Wechselspannung durch, also unseren NF-Wechselstrom, blocken aber die Anodenspannung, also die Gleichspannung ab. Ja, und wenn sie das nicht tun, also versagen, dann kann das je nach dem Grad des Versagens von einer leichten Verschiebung des Arbeitspunktes der folgenden Röhre ja bis zu ihrer Zerstörung führen. Man kennt das ja, die glühenden Anodenbleche, das ist nicht witzig, da ist die Röhre schnell hinüber. Also dieses Versagen von Koppelkondensatoren, das kann also von katastrophal bis störend jede Auswirkung haben. Störend in dem Sinne, dass auch ein moderates Lecken von Gleichspannung den Arbeitspunkt der nächsten Röhre so verschieben kann, dass unser Tonsignal beispielsweise nicht mehr clean ist, sondern immer verzerrt. Und es mag in manchen Ohren sogar gut klingen, man liest das ja oft, der tolle Preamp-Sound, aber der ist dann oft halt eben eine moderate Fehlfunktion. Ja, und wo sind jetzt nun diese Koppelkondensatoren auf dem Schaltplan und wo im Gerät? Stichwort wieder 3D-Puzzle. Schauen wir uns zunächst mal den Schaltplan an. Dort haben wir an folgenden Stellen Koppelkondensatoren, die es zu beachten gilt. Wir haben einmal nach der Eingangsstufe die Kondensatoren C10 und C11. Das sind jeweils 4700 Picofarad oder 4NF Kondensatoren, einmal hier und einmal da. Die blocken, wie gesagt, hier die Anodenspannung ab und lassen nur unser Wechselstromsignal bis zur nächsten Verstärkerstufe durch. Ja, und in dieser Verstärkerstufe haben wir auch Koppelkondensatoren. Das ist einmal der C32 an dieser Stelle, das sind 22 NF. Und wir haben an dieser Stelle den C33 mit
0,47 Mikrofarad oder 470 NF. Und wie ihr hier vielleicht ausmachen könnt, da habe ich ein kleines R dran geschrieben. Das heißt also, der ist nicht auf der Bestückungsseite der Platine 179, sondern der ist auf der Rückseite angebracht. Und das schauen wir uns ja nachher auch nochmal an. Ja, diesem Kondensator hier würde ich eine ganz besondere Wichtigkeit geben. Warum? Dies ist der letzte Koppelkondensator, bevor es auf die Aufsprechköpfe geht. Also hier haben wir unsere Aufnahmeköpfe und hier haben wir Anodenspannung. An der Stelle sind das immerhin so etwa 200 Volt. Und dieser Kondensator blockt diese 200 Volt DC, also von unseren Aufsprechköpfen ab. Ja, und das ist tatsächlich ein Thema, das mich hin und wieder mal umtreibt. Ich habe hier noch keine belastbaren Fakten, aber es ist de facto so, dass man immer sehr viele Geräte findet, die defekte Köpfe haben. Man findet, besser gesagt, solche und solche Geräte. Ich habe Geräte wie das, was wir vorhin gesehen haben, da sind alle Köpfe intakt. Und man sieht diesem Gerät auch an, dass da noch nie etwas gemacht worden ist. Und ich schätze mal, das ist auch seit Jahrzehnten nicht mehr eingeschaltet worden, so wie das aussieht. Aber wir haben auch Geräte, da ist einer, zwei, drei, manchmal sind alle kaputt. Und meine Überlegung ist bis jetzt immer gewesen, dass das unter Umständen auch mit diesem Koppelkondensator zu tun haben könnte. Denn wenn DC hier auf unsere Köpfe draufkommt, dann kann das nicht nur zu einem Rauschen bei der Bandaufnahme führen, so meine Vermutung, sondern es könnte eventuell auch diese Köpfe in Mitleidenschaft ziehen. Aber wie gesagt, da habe ich leider noch keine belastbaren Fakten. Ich wüsste auch momentan nicht so hundertprozentig genau, wie ich das austesten könnte. Also das ist ein sehr spannendes Thema, wo ich mich gerne auch noch mehr mit befassen möchte. Immer auch in dem Kontext, warum gehen diese Köpfe eigentlich immer kaputt oder was ist eigentlich das Problem mit denen. Aber das jetzt nur mal so dazwischen geschoben, das hat jetzt für dieses Projekt nicht wirklich eine Relevanz. Das ist, denke ich, eine Frage, die man anderweitig klären müsste. Ja, auch im Wiedergabeverstärker haben wir Koppelkondensatoren. Wir haben einmal hier nach der Röhre 3 den C9 mit 10 NF. In der zweiten Verstärkerstufe ebenfalls mit 10 NF den C22. Und hier drüben am Schalter Nachhall ein-aus haben wir den C31 mit 0,1 Mikrofarad. Ja, also haben wir insgesamt, zählen wir nochmal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Koppelkondensatoren. Beziehungsweise, da kommen theoretisch auch noch 2 dazu, denn wir haben nämlich hier auch den C37 mit 5 NF. Das ist in dem Sinne auch ein Koppelkondensator, weil er die Anodenspannung abkoppelt von diesem Filternetzwerk, von dem wir nachher noch ein paar Sätze reden werden. Und das gleiche haben wir auch da ist auch ein 5 NF, der C25. Der auch hier die Anodenspannung von dieser Gegenkopplung hier unten abschirmt. Okay, und jetzt wollen wir uns diese Kondensatoren mal im Gerät anschauen, beziehungsweise wir gucken uns ganz kurz nochmal ein paar Überlagerungsbilder an. Was sind Überlagerungsbilder? Das sind Bilder, die die Vorder- und Rückseite einer Platine zeigen. Und ich habe diese Bilder über Grafiksoftware so übereinander gelegt und halbtransparent gemacht, dass man also praktisch die Bestückungsseite und die Rückseite mit den Leiterbahnen gleichzeitig sehen kann. Ja, und da habe ich mir einfach die Komponentenbezeichnungen aus dem Schaltplan eingetragen und auch nochmal die Werte daneben. Und das finde ich ganz geschickt, so eine Vorgehensweise, weil wir haben das praktisch zweistufig. Wir haben hier einmal eingezeichnet, was auf welcher Platine ist. Und in diesem Überlagerungsbild können wir auch gleich sehen, wo es auf der Platine ist. Ja, und wir sehen also hier, wir haben hier den C10 und C11 auf der Platine 178, also unsere Eingangsverstärkerplatine. Und gehen wir mal weiter
auf die Hauptplatine. Dieses Bild habe ich nicht selbst gemacht. Da geht vielen Dank raus an den Peter. Er schaut ja dieses Video vermutlich auch. Das hat er mir mal vor 2 Jahren gemacht. Und ich wollte diese Bilder auch eigentlich schon seit längerem auf meiner Homepage mal zum Download zur Verfügung stellen. Aber ihr wisst, wie es ist. Ich war dann noch nicht 100%ig zufrieden. Ich wollte das noch in einen größeren Kontext setzen und wollte ein schönes Dokument draus machen. Und dann ist es liegen geblieben. Ja, und jetzt sind 2 Jahre vergangen. Aber ich sehe eine Chance, dass ich dieses Jahr das noch machen werde. Gerade in Bezug auf dieses Projekt hier, sodass ihr euch das auch runterladen könnt und für eigene Projekte gebrauchen könnt. Okay, also hier ist unsere große Hauptplatine mit den 3 Röhrensockeln. Und hier haben wir einmal den C32 ganz nah am Sockel von Röhre 2. Das ist unser 22 NF Koppelkondensator. Und wir haben hier unten links den C22, also das ist ja die zweite Stufe des Wiedergabeverstärkers. Und ja, da sieht man auch manchmal schon die Problematiken. Hier daneben ist gleich ein C24, aber das ist tatsächlich kein Koppelkondensator, obwohl er die gleiche Spannungsfestigkeit hat und exakt die gleiche Bauform. Aber der C24, der ist was anderes. Der gehört nämlich zur Tonblende, die sich im Wiedergabeverstärker befindet. Und hier haben wir es mit Kleinstspannungen zu tun und deswegen ist so einer beispielsweise relativ unverdächtig, weil der in seinem Leben normalerweise, wenn der hier nicht einen Durchschlag hatte, nie irgendwelche hohen Spannungen gesehen hat. Ja, ich habe ja eben noch angesprochen, diese Quasi-Koppelkondensatoren C37 und C25. Man sieht, das sind diese kleinen Keramik-Röhrenkondensatoren, die ganz nah an den Sockeln sind. Und ich möchte die jetzt eigentlich nicht zu den üblichen Verdächtigen zählen, weil diese Keramikkondensatoren eigentlich relativ stabil sind. Das heißt, die Chance, dass die tatsächlich kaputt sind, die ist nicht per se gegeben. Wie gesagt, man muss immer alles auch nachmessen, beziehungsweise wenn ein Fehler auftritt, dann muss man diesen suchen und dann könnten die beiden sich natürlich auch als die Schuldigen rausstellen, aber es sind jetzt in dem Sinne für mich keine üblichen Verdächtigen. Gut, gehen wir mal zum Wiedergabeverstärker, die Platine 177. Dort haben wir den C9, also das ist der nach der Röhre 3 und ja, das ist unser 0,01 Mikrofarad oder 10 NF und der ist auch einer der üblichen Verdächtigen. Ja, und man sieht auch hier, da sind welche daneben, die sind viel, viel größer und die haben, meine ich, sogar eine höhere Spannungsfestigkeit, aber das sind auch keine klassischen Koppelkondensatoren. Darauf möchte ich gleich nach dem nächsten Teil noch etwas näher eingehen, denn wir schauen uns jetzt natürlich an, wo diese Sachen im Gerät zu finden sind. Gut, dann schauen wir uns als nächstes mal die Situation mit dieser großen Platine an. Da kommt man natürlich an die angesprochenen Koppelkondensatoren überhaupt gar nicht dran, weil die hier ist festgeschraubt und durch den kleinen Schlitz kann man nichts machen. Aber man kann sich hier etwas helfen, indem man diese neue Platine im E51 ausbaut, beziehungsweise die so frei macht, dass man sie wegklappen kann. Und mit freimachen meine ich, man muss die 3 Anschlüsse von den Aufnahmeköpfen ablöten, hier den Anschluss vom HF-BIAS ablöten, man muss diese Massebrücke hier loslöten mit den Kabeln hier und kann das dann nach oben klappen. Und dann löst man die 4 Schrauben, muss dann noch hier den Eingang 3, der Klinkenstecker hängt nämlich über die Platine drüber, den muss man noch rausmachen und dann kann man diese Platine zur Seite klappen, sodass man da etwas Platz hat. Platz wofür? Man schraubt dann die große Platine los, die ist mit 3 bzw. 4 Schrauben, die von oben da reingehen, festgehalten. Und dann kann man diese
diesen großen Kabelstrang hier unten. Ja, man sieht den hoffentlich. Den kann man dann nach unten drücken und dann kann man sich diese Platine durchaus ein gutes Stück nach vorne holen. Ja, und wie wir gesehen haben, die Koppelkondensatoren, die sind alle im oberen Bereich von der Platine und man kommt hier oben an die Sachen dann auch relativ sinnvoll dran. Ja, also zu der Platine muss man natürlich sagen, das ist keine Platine in der Qualität und der Robustheit, wie wir das aus modernen Geräten kennen. Diese Platinen hier vertragen nicht zu viel Hitze. Das heißt, was man auch immer hier lötet, es muss schnell gehen und es muss präzise sein. Denn ich weiß gar nicht, das ist Pertinax, also so eine Hartpappe auch. Und wenn man an einer Stelle zu viel Temperatur hat, dann können sich da sogar die Leiterbahnen ablösen. Das heißt, da bilden sich richtige Wölkchen in dieser Platine und das kann bis zum Leiterbahnenablösen führen. Also da muss man etwas vorsichtig sein. Ja, was man hier immer machen kann, aber das wird bei den beiden anderen kleinen Platinen noch viel spannender. Man kann die alten Komponenten auch immer abschneiden, sodass die alten Beinchen drin stehen bleiben. Da vorsichtig, aber möglichst nah am Bauteil abschneiden, sodass die Beinchen lang genug sind. Und man kann die neuen Komponenten an die alten Beinchen dran löten. Das ist zulässig, warum auch nicht. Da muss man wenigstens die Sachen nicht auslöten komplett und muss sie einlöten. Und da muss man zweimal Hitze auf die Platine geben. Also hier kann man dann einmal Hitze auf die Platine geben und das dann aber auch mit knackigen, schnellen Lötpunkten nicht zu lange dran rumbrutzeln. Diese Platine haben wir ausgebaut, um da dran zu kommen und um sinnig an die beiden kleineren Verstärkerplatinen ranzukommen, macht es auch wieder Sinn, was auszubauen, nämlich diesen Eingangskorb hier. Das heißt, hier unsere Eingänge sind in dem Korb angebracht und von da gehen sie direkt auf die Gitter von der Röhre 1 und den kann man hier vorne einfach an den Eingängen sind hier diese kleinen Muttern, die kann man abschrauben und dann kann man sich den Korb einfach woanders hinlegen und dann kommt man von oben an diese Platinen sehr, sehr gut dran. Das ist aber nicht der einzige Punkt, wo man gut rankommt, und zwar die E51 hat hier auch noch so ein Inspektionsloch oder eine Inspektionsöffnung. Zur Erinnerung, die NG51, die hatte hier ja eine Seitenwand, die komplett mit Löchern übersehen war. Das heißt, das war auch einigermaßen geschickt, weil man hat hier eine ganze Menge Löcher gehabt, wo man irgendwo mit einem Seitenschneider oder mit einem Lötkolben oder einer Pinzette noch durchgreifen konnte. Hier gibt es jetzt wenigstens ein Inspektionsloch. Und zwar, das ist interessant für unseren Koppelkondensator. Moment, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts Falsches sage. C9. C9, den kann man nämlich hier sehen. Das ist genau der sich jetzt hier oberhalb von meiner Daumenspitze befindet. Also durch dieses Inspektionsloch, durch diese Inspektionsöffnung kommt man gut an das eine Beinchen von diesem C9 Koppelkondensator und an das andere Beinchen kommt man von oben dran, wenn man denn diesen Eingangskorb rausgemacht hat. Ja, bleibt noch die Platine 178, das ist die hier vorne. Wie man sehen kann, kommt man da an diese Koppelkondensatoren C10 und C11 relativ gut dran. Ich kann ja auch noch mal im Film jetzt einen Pfeil einblenden, aber das sind die beiden. Also wir kommen auf die Bestückungsseite gut dran und da auch wie eben der Tipp Beinchen drin lassen. Und die Lötpunkte an die alten Beinchen setzen, weil man da gut rankommt. So einfach ist es. Denn diese Platinen hier, die baut niemand aus, der nicht sowieso alles ausbaut, so wie ich das in diesem Projekt mache. Denn wir haben ja beim letzten Film gesehen, um die loszubekommen, muss man von vorne die ganzen Schrauben lösen. Und an die kommt man nur dran, wenn man diese dünne Platte hier vorne abmacht und dann könnte man die losschrauben und wäre theoretisch in der Lage, die irgendwie rauszubekommen, aber de facto ist es so, dass diese Drehregler hier vorne so weit nach draußen stehen, wir können das wirklich, also es geht wirklich nur extrem, extrem schwer, das rauszubekommen. Also das macht keiner,
der das nicht alles auseinandernehmen möchte. Gut, jetzt habe ich noch ein Kondensator-Thema, und zwar geht es um diese großen Hochvolt-Doppel-Elkos hier. Die werde ich in dem Projekt definitiv tauschen, ohne nachzufragen, weil diese alten Elkos, die können austrocknen. Der Motor-Elko, den sieht man hier hinten, der ist zwar in der Regel unkritisch, also selten wirklich tot, da man an den aber später nicht mehr gut rankommt, wenn alles zusammengebaut ist, werde ich den isoliert von der Schaltung testen, bevor ich ihn wieder einbaue. Siehe hierzu einfach mein Video zum Echolette-Motor. Ich habe in dem Video ja einen kleinen Testaufbau vorgestellt. Mit dem kann ich alle Motoren außerhalb von der Schaltung testen und auch alle Motorkondensatoren. Ja, was meine ich denn eigentlich damit, man kommt da nicht mehr gut dran? Weil man kann natürlich sagen, ja, man kommt hier doch super dran, die sind doch alle da. Ja, das ist aber nicht so. Denn die sind zwar außen angebracht, wichtig auch, die sind isoliert vom Chassis angebracht. Das heißt, hier ist unter jedem von diesen Hochvolt-Elkos ist eine Pertinax-Scheibe. Denn die E51, die trennt Gehäuse und Schaltungsmasse. Mit der Gehäusemasse ist nur der Schutzleiter verbunden. Die Schaltungsmasse ist aber eine andere. Und deswegen liegen auch diese Elkos, wo das Gehäuse ja Masse ist, die liegen nicht auf der Gehäusemasse und sind mit einer Pertinax-Scheibe abgekoppelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die sind zwar hier außen angebracht, aber die sind natürlich von innen mit Kabeln versehen und die sind von innen auch festgeschraubt mit einer Mutter. Und an die kommt man sehr, 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 sehr schwierig dran. Gerade weil das auch so eine riesige Mutter ist. Ich glaube, das ist, wenn man das mit einem Maulschlüssel öffnen will, wäre das ein 25er Schlüssel, glaube ich. Und da kommt man nicht gut rein. Und deswegen, ich möchte jetzt nicht irgendwie den Motorkondensator einbauen und dann stelle ich fest zum Schluss, oh, der ist kaputt, weil da schieße ich mir selbst ins Knie. Und deswegen beziehungsweise deswegen prüfe ich den vorher. Ja, der letzte im Spiel, den man da auch nicht vergessen darf, das ist der Selen-Brückengleichrichter. Hier, diese Bauform. Ist altertümlich, gibt es so nicht mehr. Aber an den kommt man ziemlich gut dran. Und deswegen gebe ich dem jetzt mal Vorschussvertrauen und kann dann später in der fertig revidierten Schaltung sozusagen gucken, ob der die nötige Spannung liefert, beziehungsweise ob die Spannungen über die Siebkette stimmen. Und sollte der sich als defekt erweisen, dann kann ich den immer noch tauschen. Ja, aber gegen was eigentlich? Weil wie gesagt, diese Selen-Brückengleichrichter, die gibt es nicht mehr. Gut, ihr habt davon noch genug rumliegen, da wird sich schon noch ein guter finden. Aber natürlich kann man auch modernere Silizium-Brückengleichrichter nehmen. Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema zu diskutieren, ob man die einfach tauschen kann oder ob da gegebenenfalls noch etwas anderes zu machen ist, damit die sich gut in die Schaltung integrieren. Aber das, wie gesagt, wäre ein anderes Thema. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Ja, jetzt haben wir eine Menge übers Tauschen gesprochen. Das ist jetzt vielleicht doch das passende Stichwort, um mal etwas Allgemeines anzusprechen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr viele Elektronikkanäle auf YouTube anschaut, genauso wie ich. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es unter den Reparateuren da durchaus zwei Fraktionen gibt, die sich oftmals auch sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Die eine Fraktion, die tauscht exakt nur das, was zum Zeitpunkt der Prüfung kaputt ist. Und die anderen, die tauschen vorsorglich auch etwas mehr. Es mag da auch den Extremfall derjenigen geben, die alles tauschen. Also ich meine wirklich alles. Aber ich glaube, die können wir mal außen vor lassen. Das ist schon eher ein Spezialfall. Ja, ich kann die Argumente beider Sichtweisen nachvollziehen. Die Fraktion der Tester, wie ich das jetzt mal nennen möchte, die argumentiert so, dass die Fertigungsqualität alter Bauteile in der Regel deutlich besser war, als das bei heutigen Bauteilen so ist. Und das bedeutet, wenn also ein zum Beispiel 4 Jahrzehnte alter Elko, nur so einer wie der, wenn der bis heute durchgehalten hat und immer noch funktioniert, ja, warum soll ich den denn dann gegen ein Neuteil tauschen? Also erstens ist er nicht kaputt, aber warum soll ich ihn dann auch noch gegen ein Neuteil tauschen,
dass dank geplanter Obsoleszenz, hat man auch oft gehört, gell, den Begriff in den letzten Jahren, wenn der dank geplanter Obsoleszenz nach 3 Jahren wieder kaputt ist, dann muss ich ja wieder rangehen. Und die Fraktion der Tauscher, die argumentiert dagegen, naja, wenn jetzt aber der hier tatsächlich kaputt ist, dann ist es doch auch nur eine Frage der Zeit, bis der daneben auch kaputt ist, weil die beiden sind ja schließlich gleich alt. Das sind ja praktisch Brüder. Und wer sagt mir denn, dass der nicht morgen kaputt ist oder nächste Woche oder in einem Monat? Kann doch niemand wissen. Mein Indiz ist, dass der hier kaputt ist, also könnte der doch auch kaputt gehen. Und da müsste man natürlich in einiger Zeit wieder ran. Ja, und also ich persönlich würde es pragmatisch sehen. In diesem Projekt, wo ich mich ja jetzt dazu entschieden habe, sowieso alles rauszubauen und wo ich die komplette Elektronik offen vor mir liegen haben werde, da werde ich natürlich die üblichen Verdächtigen ohne großes Nachprüfen auch tauschen. Aber natürlich nicht mit Billigkomponenten, sondern mit Sachen, die schon eher von namhaften Herstellern sind, wo man weiß, dass das qualitativ gut ist. Ja, weil ich komme ja im Prinzip so gut nie wieder an alles ran und deswegen gehe ich das Risiko ein, da auch mal ein bisschen mehr zu tauschen und mich in die oft gescholtene Liga der Tauscher einzureihen. Aber wie gesagt, ich sehe das pragmatisch. Ich finde, dass diese ganze Diskussion auch manchmal viel zu unversöhnlich betrieben wird und es ist fast so, als ob der ein oder andere Prüfer sich da sehr viel drauf einbildet, dass er genau weiß, wie man jedes Bauteil prüft. Aber gerade wenn man irgendwas für Kunden repariert und auch eine Garantie darauf geben muss, dann ist das ja auch ein Haftungsthema. Und da muss man sich auch sicher sein, dass da nicht in 2 Wochen Reklamationen kommen. Und das ist wieder eine ganz andere Nummer. Intellektuell finde ich es auch absolut super, genau prüfen zu können oder die Skills zu haben und die Möglichkeiten zu haben, jedes Bauteil direkt prüfen zu können und nicht auf Verdacht tauschen zu müssen. Aber manchmal ist es nicht wirtschaftlich und das muss man einfach auch sehen. Ja, aber zu diesem Thema, um bei meinen Videos auch die Fraktion der Prüfer zufriedenzustellen, ich werde in Kürze auch in dieser Reihe, ich werde das irgendwie reinschieben, mal ein kleines Video bringen, wo ich zeige, wie man die Koppelkondensatoren und die Hochvolt-Elkos in der Schaltung prüfen kann. Und zwar todsicher in der Schaltung prüfen kann, ohne auch nur eine Sache auszubauen. Und dann kann man genau wissen, was kaputt ist und was nicht. Und kann gezielt drauf losgehen. Man wird dann allerdings so ziemlich genau die gleiche Arbeit haben, wie wenn man einfach alles auf Verdacht tauscht. Aber mal zu zeigen, dass das auch geht und mal zu zeigen, wie das geht, einfach in dem Sinne eine Fehlersuche zu betreiben. Ja, und ich möchte das an dem Gerät hier nicht machen, weil das möchte ich jetzt dann demnächst wirklich komplett zerlegen. Und ich warte jetzt einfach noch drauf. Ich werde in Kürze eine NG51 mit Platine reinbekommen, wo ich mir relativ sicher bin, dass da das ein oder andere Bauteil kaputt ist. Und das ist halt auch spannend, wenn wir bei der Prüfung auch was Kaputtes finden. Das zeugt ja immer davon, dass die Methodik dann tatsächlich auch funktioniert. Und wie gesagt, deswegen werde ich das jetzt nicht hier abhandeln, sondern das Video schiebe ich nach. Gut, abschließend noch ein Thema. Ich habe es ja eben schon angesprochen, also auch wenn wir die üblichen Verdächtigen hier austauschen, dann sind wir in keiner Weise gefeit, dass in der Schaltung vielleicht noch andere Probleme begraben sind. Da gehört dann halt das spätere Troubleshooting dazu. Also diese Tauschaktion, das ist jetzt mal die grobe Methode, um mögliche Fehler, die man sich sparen könnte. Es kann aber niemand sagen, ob die Schaltung dann nicht noch andere Probleme hat. Und da möchte ich ein paar Kleinigkeiten einfach ansprechen, weil wir jetzt viel über Kondensatoren gesprochen haben und hier sind ja auch noch eine Menge andere Kondensatoren. Und auch Sachen, die wir nicht getauscht haben, könnten Probleme machen. Ja, also gucken wir mal hier. Wir haben ja hier zum Beispiel, da sieht man, da sind Kathoden-Bypass-Kondensatoren. Das sind Elektrolytkondensatoren, einmal hier 10 Mikrofarad, das ist der C26, 10 Mikrofarad 35 Volt, weil wir sind ja hier in der Kathodenleitung, das heißt, hier sind die Spannungen nicht sehr hoch. Deswegen braucht er auch keine große Belastbarkeit. Also C26. Ja, und hier oben haben wir auch einen Kathoden-Bypass-Kondensator. Und ja, ich habe schon gesagt, das sind Elektrolytkondensatoren. Das sind natürlich auch verdächtige Bauteile, wenn es um Alterung geht.
Und ja, wofür brauchen wir die eigentlich? Ist klar, Kathoden-Bypass-Kondensatoren, Gegenkopplung, das hat jeder schon mal gehört. Aber hier müssen wir bedenken, dass wir es mit einem Tonbandgerät im Wesentlichen zu tun haben. Und hier ist das noch Teil von einer etwas größeren Sache. Und zwar, wir haben hier unterhalb des Aufnahmeverstärkers und hier unterhalb des Wiedergabeverstärkers man sieht ja hier schon, das sind Filter. Also das hier ist ein Tiefpassfilter und hier haben wir auch einen Tiefpassfilter. Und womit wir es hier zu tun haben letztlich, ist eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Das heißt, in den Verstärkerstufen werden gewisse Frequenzanteile verstärkt bzw. andere abgesenkt. Und wenn man von einem Tonbandgerät spricht, dann gehen die Ohren auf, denn das ist nichts anderes als die Entzerrung. Nur ganz kurz, bei Tonbandgeräten hat man grundsätzlich das Problem, dass sich nicht jede Frequenz gleich gut auf Band aufzeichnen lässt, beziehungsweise gleich gut von Band wiedergeben lässt. Das hat was mit dem Induktionsgesetz zu tun und deswegen gibt es eine sogenannte Entzerrung. Bei Hi-Fi-Tonbandgeräten gibt es dafür tatsächlich gewisse Normen, die festschreiben, welche Frequenzbereiche angehoben und welche genau gesenkt werden müssen. Ich glaube nicht, dass bei der E51 oder auch davor bei der NG51 da eine von diesen Normen erfüllt worden ist oder nachgebildet worden ist, weil das ja hier auch nur relativ kurze Bandwege sind, bis das Ganze wieder gelöscht wird. Aber wir haben sowas hier. Also wir haben hier eine Entzerrung und die Entzerrung oder die Funktion oder das Funktionieren der Entzerrung, die ist ganz wichtig für den Klang der Echos über Band, für die Qualität der Aufnahme und Wiedergabe der Echos. Und man muss da im Prinzip auch ein Ohr für haben, wenn diese Echos zu schrill oder zu dumpf sind oder irgendwas in der Art nicht stimmt, dann ist das hier auch immer ein Verdächtiger. Und dann haben wir hier natürlich auch diese Kathoden-Bypass-Kondensatoren, die zu dieser Entzerrung auch dazugehören, weil das ist auch eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Und wir haben dieses Filternetzwerk hier unten, was man sich dann etwas genauer anschauen muss. Was allerdings ein Riesenproblem ist, mir ist nicht bekannt, dass es von Klemmt oder Echolette in dem Sinne irgendein Dokument gibt, wo beschrieben ist, wie denn der Frequenzgang von so einer funktionierenden NG51 oder E51 auszusehen hat. Ich weiß, dass es zu Dynacore-Zeiten später bei den Geräten der 70er Jahre ist sowas im Handbuch drin gewesen. Also da konnte man genau sehen, wie der Frequenzgang aussehen muss. Und wenn der in dem Gerät, was man repariert hat, eben nicht so aussah, dann wusste man, na, das stimmt irgendwas nicht. Bei der NG51 wissen wir es nicht, also da wird man noch ein bisschen Arbeit reinstecken müssen. Das ist auch ein Thema, was ich gerne aufgreifen möchte, wo ich aber ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie ich dieses Thema genau anfassen soll. Nachzumessen, was ist denn der Frequenzgang von einer funktionierenden NG51, E51 und wie müsste das denn aussehen? Und ich weiß einfach noch nicht, ob man das am schlauesten wirklich per Messung macht, weil wer hat denn ein Gerät, was so sich anhört, wie es aus der Fabrik kam oder was sich so anhört, wie sich es per Abwerk anhören sollte? Wer kann denn das wirklich sagen? Also ich weiß nicht, ob Messen Sinn macht oder ob man das vielleicht viel besser durch eine Simulation mal prüft, was denn da für ein Frequenzgang rauskommen müsste. Das ist ein Thema für die Zukunft, aber das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Aber bis wir da belastbare Werte haben, kann man sowas auch gerne mit den Ohren entscheiden. Wenn es sich gut anhört, ist es gut. Wenn es sich nicht gut anhört, dann sollte man hier mal drauf schauen, ob da eventuell irgendwelche Widerstände hochohmig geworden sind oder vielleicht doch irgendwelche Kondensatoren in dieser Gegenkopplung nicht mehr in Ordnung sind. Bleiben wir beim Thema Kondensatoren. Wir haben ja eben auf der einen Platine diese riesigen Folienkondensatoren C1 und C2 gesehen, 22 NF. Die waren größer als der Koppelkondensator und haben sogar eine höhere Spannungsfestigkeit gehabt. Aber da habe ich ja gesagt, das sind im eigentlichen Sinne keine Koppelkondensatoren, die sind unkritisch. Ja, warum denn jetzt eigentlich? Was machen die denn? Gucken wir uns das mal an. Das sind nämlich die beiden, die hier direkt nach den Wiedergabeköpfen vorm Gitter sind.
Und was für einen Zweck die haben, das erkläre ich mir so. Und zwar muss man mal schauen, wie diese Röhrenschaltung hier funktioniert. Ihr wisst ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die benötigte negative Gittervorspannung einzustellen. Ganz klar ist, es braucht eine negative Gittervorspannung, beziehungsweise das Gitter muss negativer als die Kathode sein, damit die Röhre arbeiten kann. Ja, und an dieser Stelle, an den Eingängen, beziehungsweise an den beiden Eingängen und beim Eingang vom Wiedergabekopf kommt, da haben die Leute von Klemm das so gelöst, die haben bei der Triode keinen Kathodenwiderstand genommen. Stattdessen haben sie aber das Gitter über einen sehr hochohmigen Widerstand auf Massepotential gelegt. Also 10 Megaohm ist der, also sehr hochohmig. Und was passiert ist, wenn die Röhre sich aufheizt durch die Röhrenheizung, dann fangen hier natürlich an, Elektronen loszufliegen. Also die werden von der Kathode ja immer emittiert, sobald die Röhre warm ist. Und die haften sich hier am Gitter an. Ja, und weil diese Elektronen hier nirgendwo hin können, weil, wie gesagt, das Gitter ist mit 10 Megaohm auf Massepotential gelegt, das heißt, hier kann nicht wirklich ein Strom abfließen. Die Elektronen bleiben also hier und dadurch ist das Gitter negativer als die Kathode und damit ist der Arbeitspunkt der Röhren eingestellt. Ja, das kann man so machen. Ja, man kann es zum Beispiel so machen, wie es hier ist. Wir haben hier einen Kathodenwiderstand. Die Kathode ist damit etwas leicht über dem 0-Volt-Potential, also hier ist leicht positiv und das Gitter ist über 1 Megaohm auf Massepotential, ist also im 0-Volt-Bereich und deswegen ist hier auch das Gitter negativer als die Kathode. Haben die hier nicht gemacht, vielleicht um Bauteile zu sparen, warum auch immer. Aber hier haben wir jetzt natürlich ein Problem. Wir haben am Gitter Elektronen haften, die sollen da auch haften, um das Gitter negativer zu machen. Und wenn wir jetzt diese Kondensatoren hier, C1 und C2, nicht hätten, dann könnte da ein Strom durch den Wiedergabekopf Richtung Masse wegfließen, weil der Strom möchte immer Richtung Masse, so ist er. Und deswegen brauchen wir hier den Koppelkondensator, damit das nicht passieren kann. Die Elektronen sollen mal schön hier bleiben. Ja, und wenn der kaputt ist, da fügt man sich natürlich auf der einen Seite wieder Rauschen auf das Band drauf, weil ein Wiedergabekopf ist auch nichts anderes als ein Aufnahmekopf technisch. Und wenn hier ein Gleichstrom durchfließt, dann wird er sich mit einem starken Rauschen auf Band verewigen. So stark vielleicht, dass das auch vom Löschkopf nicht mehr richtig gecancelt werden kann. Aber wir haben auf jeden Fall dann auch auf der Wiedergabe ein Rauschen drauf, was wir nicht wollen. Und deswegen sind diese Dinger zwar relativ unverdächtig, weil hier Kleinstspannungen tatsächlich anliegen. Wenige Volt, vielleicht minus 1 Volt vom Gitter oder was auch immer. Die haben nie hohe Spannungen gesehen, deswegen sind die nicht per se verdächtig. Können natürlich trotzdem kaputt sein. Und wenn man viel Rauschen hat, dann wäre das eine Sache, die man sich mal angucken muss. Also viel Bandrauschen. Und natürlich gilt hier das Gleiche wie da. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie die Köpfe sich auf einen Gleichstrom, sich bei einem Gleichstrom ab einer gewissen Größe verhalten, der da durchfließt. Vielleicht geht da auch was kaputt. Aber das ist die gleiche Fragestellung wie da. Das ist völlig ohne belastbare Fakten. Das ist mal ins Blaue hinein fantasiert. Aber vielleicht wisst ihr was. Ja, und das Gleiche haben wir auch hier oben an den Eingängen. Da haben wir den C3 und C4. Und die haben im Prinzip den gleichen Sinn. Wir haben auch hier die automatische Gittervorspannungserzeugung auf die gleiche Weise wieder unten. Und wir wollen auch hier nicht, dass da die Elektronen über euer Instrument, was ihr angeschlossen habt, abfließen Richtung Masse. Ja, wenn ich jetzt schon alles anspreche, dann kann ich auch das ansprechen. Wir haben ja hier auch eine Klangregelung. Das ist auch eine seltsame Mischung aus Hoch- und Tiefpässen, die hier ineinander geregelt werden. Und wenn irgendwas zu dumpf oder zu klirrig ist, dann ist das eventuell auch ein Punkt, wo man mal hinschauen muss, ob da noch alle Kondensatoren in Ordnung sind. Aber das ist normalerweise sowas von unkritisch. Teilweise sind das auch solche Keramikkondensatoren, so Scheibenkondensatoren, und die sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass die jemals wirklich kaputt gehen. Aber es ist immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, es kann alles kaputt sein, also weiß man nicht.
beim nächsten Video muss ich tatsächlich mal überhaupt nichts sagen und auch keinerlei Untertitel schreiben, weil das wird tatsächlich nur ein Fast-Forward-Video im Schnelldurchlauf, wie ich den Kabelbaum aus dem guten Teilespender ausbaue. Und ich überlege mir da noch was. Ich glaube, ich werde da irgendwie eine Uhr mit ins Bild packen, damit ihr, auch wenn es Fast-Forward ist, Schnelldurchlauf, damit ihr da einfach mal ein Gefühl für bekommt, wie lang das dauert, das Zeug da rauszuholen. Ja, ich sag wie immer, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.